Brillen anlegen und man ist zurück am Ort, wo das Verbrechen passiert ist. Das ist hier kein Spiel, sondern es hat ein klares Ziel. Dass man halt wirklich alles 1:1 visualisieren, anschauen kann, dass man nachvollziehen kann, wo jemand hinguckt, ist zum Beispiel eine sehr relevante Sache, dass man halt 1:1 das Bild auf einem Bildschirm auch wieder displayen kann und sehen kann, okay, das hat die Person zu dem Zeitpunkt gesehen, was ja normalerweise nicht möglich ist. Ich kann mich nicht in ihren Kopf bewegen und durch ihre Augen gucken, was eben bei VR zum Beispiel aber geht. Für die Demonstration hat das Zentrum einen abgeschlossenen Fall in Virtual Reality umgewandelt. Passiert ist es in diesem Gebäude in Zürich vor 12 Jahren. Dann zumal nur ein Internetcafé. Eine Überwachungskamera filmt alles drinnen. Bei einer Polizeikontrolle zückt der Mann plötzlich eine Pistole. Es kommt zu einem Gerangel. Insgesamt wird 7-mal geschossen, jemand wird verletzt. Vorsätzlich? Genau solche Fragen kann man mit Virtual Reality jetzt neu analysieren. Ein Mitarbeiter vom Zentrum spielt einen Zeugen, einen, der geschossen hat. Ja, also ich bin da hinten bei dem Tisch gesessen, also da an dem Stuhl. Das Gegenüber ist mir da durch die Tür reingekommen. Dann hat er sich umgekehrt und in dem Moment hat er dann eine Waffe gezogen. Und ich habe dann halt meine auch gezogen und bin geschossen aus Notwehr. Oder? Seit letztem Jahr wird das System jetzt auch in der Praxis eingesetzt. Bis jetzt in 2 Fällen. Er wäre ein möglicher Kunde, der leitende Zürcher Staatsanwalt Markus Oertli. Er arbeitet noch mit klassischen Visualisierungen von Tatorten. Ganz früher haben wir Schussbahnen sogar mit richtigen Stäbchen nachgestellt. Heutzutage arbeitet er mit 3D-Modellen auf Papier. Gegenüber Virtual Reality hat er noch Vorbehalt. In Wirklichkeit war es nicht so, dass der Beschuldigte und das Opfer links, rechts herumgelaufen sind, sondern die sind da gestanden und wir wissen nicht genau, wo sie gestanden sind und können das nur anhand von der Hilfskriterien können wir das festlegen und eine Annahme treffen. Es erscheint mir schon ein bisschen als eine Gefahr, dass man dann gewisse Sachen als gegeben erachtet. Virtual Reality verteufeln will er wegen dem aber nicht. Ich gebe zu, wenn man jetzt schaut, die althergebrachte Methode mit den Stäbchen und den Fotos vom Tatort und die zweite Weiterentwicklung, die wir da gesehen haben, mit den Schussbahnen, der grafischen Darstellung, ja, wenn man nichts Neues gemacht hätte, wären wir immer noch mit den Stäbchen beschäftigt. Und da sieht man, dass das zweite ist klar besser. Vielleicht sind wir uns dann irgendwann mal gewöhnt. Das Zentrum tüftelt darum weiter mit den virtuellen Tatorten durch die Brille.